Heute in Classic Ride. Britische Sportwagen-Raritäten. Starke Kleinserienfahrzeuge unterm Union Jack. Zum Beispiel Morgan Three-Wheeler. Schon Anfang des letzten Jahrhunderts fahren sie auf Englands Straßen. Das Konzept überlebt bis heute. Morgan baut ihn wieder. Auch die Cobra entsteht in Handarbeit auf der Insel. 1962 beginnt die Serienproduktion des V8 Roadsters. Nur noch wenige Originale existieren. Wir haben eins gefunden. Und kein Trick, es gibt sie tatsächlich. Die Rauchkanone des James Bond Aston Martin DB5 aus dem legendären Blockbuster Goldfinger. Der Morgan Three-Wheeler. Zwischen 1909 und 1953 entstehen in Malvern in England ungefähr 30.000 Dreiräder. Mit Baujahr 1936 ist dieser F2-Zweisitzer einer der letzten Zeugen einer ganz speziellen Fahrzeuggattung. Über ein Jahr wird das Fahrzeug aufwendig restauriert und in den Originalzustand zurückversetzt. Der Grund, warum Morgan diese ungewöhnlichen Three-Wheeler baut, hat weniger technische als vielmehr ökonomische Gründe. Der damalige Markt in England war eben so, dass Mobilität mit Vierrädern sehr teuer war. Es war wenigen Leuten vorbehalten, dann mobil zu sein. Es gab aber in England die Möglichkeit, dann, dass man dreirädrige Fahrzeuge als Motorrad anmelden konnte. Und somit war dann auch Mobilität für junge Familien erschwinglich durch eine viel niedrigere Kraftfahrzeugsteuer. Seit 2012 lebt dieses Stück Automobilgeschichte wieder in einem neuen Modell. Nicht nur für Dreirad-Enthusiast Jens Stöver ein besonderes Comeback. Auf der ganzen Welt haben die Three-Wheeler eine ziemlich große Fangemeinde. Trotz moderner Technik unter dem Blechkleid fühlt sich der Pilot wie in einer fahrenden Zeitmaschine. Wo sonst lässt es sich so stilecht dahinknattern. Also die Faszination des Three-Wheeler-Fahrens liegt eindeutig im Purismus. Das ist anders als bei vierrädrigen Pkw. Man fühlt sich der Umgebung noch viel näher. Man hat eben keine Steckscheiben, keine Seitenscheiben. Das heißt, man nimmt die Umgebung viel intensiver wahr. Und darin liegt natürlich der Reiz des Three-Wheeler-Fahrens. Manche Dinge ändern sich nie. Seit über 100 Jahren baut die Firma Morgan fahrbare Untersätze. Und auch anno 2013 steckt nicht nur im Three-Wheeler vor allem eines: Handarbeit. In Malvern, gelegen etwa 200 Kilometer nordwestlich von London, schrauben 200 Mechaniker und Ingenieure jährlich um die 1000 Fahrzeuge zusammen. Der S&S V2-Motor leistet 82 PS. Sein 5-Gang-Getriebe stammt aus dem Mazda MX-5. Der nur 525 Kilogramm schwere Morgan schafft gut 185 Kilometer pro Stunde. Das Fahrvergnügen ist nicht ganz preiswert zu bekommen. Ab 42.300 €. Allerdings inklusive einer Menge Automobilgeschichte. Morgan hat angefangen 1909 Three-Wheeler zu bauen und die Fahrzeuge wurden so gut angenommen,
dass man dann gesagt hat, okay, wir bauen davon einige. Also das war dann Henry Frederick Stanley Morgan, der gesagt hat, ich baue jetzt erstmal in einer kleinen Serie, hat seine Werkstatt dafür erweitert und fing dann aber an, aufgrund der großen Nachfrage schnell immer weiter und weiter zu expandieren. Und zu guter Letzt wurde dann der Three-Wheeler von 1909 bis 1952 gebaut, immer durchgängig. In Deutschland führen die Zulassungsbehörden die Gruppe der Three-Wheeler nicht als Auto und auch nicht als Motorrad, sondern in einer eigenen Klasse. Die Fahreigenschaften sind nicht zu verachten, auch in der Kurve. In der Vergangenheit betreiben die sportbegeisterten Briten auch mit den Three-Wheelern ernsthaft Motorsport. Es ist so, dass Morgan tatsächlich viele Rekorde damals aufgestellt hat. Es gab in England eine ganze Reihe verschiedener Three-Wheeler-Hersteller und die lieferten sich dann hitzige Duelle auf den Rundstrecken oder Pisten der damaligen Zeit, wobei der Erfolg damals nicht von alleine kam. Also es ist so, dass man die Fahrzeuge eigentlich mussten zur damaligen Zeit ihre Alltagstauglichkeit oder ihr Können in sogenannten Trials zur Schau stellen. Wenn Leute wussten, bei den sogenannten Trials, da ist der Wagen erfolgreich, dann ist das Auto auch gut. Also Trials finden heute eigentlich gar nicht mehr statt. Das sind klassische Bergaufrennen über Stock und Stein. Heute finden diese Trials nicht mehr statt. Ein Abenteuer ist es aber auch schon, einen Morgan Three-Wheeler ganz normal über die Straßen zu pilotieren. Eine Mischung aus Seifenkistenfahren und Doppeldeckerfliegen. Insekten klatschen dem Fahrer ins Gesicht und nicht auf die Windschutzscheibe. Und wenn es regnet, dann ist das eben Pech. Kurzum, ehrlich und ungefiltert fahren. Bei den Three-Wheelern ist es so, dass man schon dem Motorrad näher ist. Es ist einfach ein direkteres Fahren. Zurück in die Vergangenheit mit Technik von heute, da spielt Geschwindigkeit keine große Rolle. Anders beim nächsten Sportwagen aus England, schon der Name beeindruckt. Cobra. Aus der Zusammenarbeit zwischen dem britischen Unternehmen AC und dem texanischen Rennfahrer Carroll Shelby entsteht dieser Wagen. Leichtbauweise und ein V8-Motor mit über 400 PS machen die Shelby Cobra zum damals schnellsten Roadster der Welt. Die Kombination, erstmal das Formale, das Auto ist ästhetisch für mich eines der schönsten der Welt. Und zweitens die Kombination mit der brutalen amerikanischen Power, das musste ich haben. Das ist ein Motorrad auf 4 Rädern und es gibt kein vergleichbares Auto für mich akustisch und auch formal von der Schönheit, von der Ästhetik her und vom Vergnügen des Fahrens. Das Auto bremst richtig, das Auto liegt richtig, es ist beinhart, okay, aber der Fahrspaß, den es vermittelt, ist unvergleichlich. Das 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring 1964. Mit dabei der damals 14-jährige Fersen. Wir fuhren dahin und standen oben am Flugplatz Ködelbacher Höhe. Tausende von Menschen, eine irre Atmosphäre. Damals war das größte Rennen Europas und auch die meisten Zuschauer. Und dann sah ich zum ersten Mal in meinem Leben Bob Bondurant auf dem 289er FAE Cobra. Und das Geräusch und die Form des Autos waren so unvergesslich, dass ich gesagt habe, irgendwann mal musst du dieses Auto selber haben. 1973 ist es soweit. Fersen kauft das silberne Kraftwerk zum Preis eines neuen Porsche. Eine gute Entscheidung. Wäre der Porsche heute vielleicht 50.000 € wert, ist eine Original-Cobra in gutem Zustand nicht unter 400.000 zu haben. Doch Fersen sieht seine Cobra nicht als Wertanlage, die in einer Sammlung verstaubt. Seine Giftschlange soll zubeißen, und zwar regelmäßig. Das Alukleid trägt die Verbreiterungen der unter Kennern bekannten Sebring Cobra. Einen massiven Überrollbügel und dicke Speichenräder im Format 6,5 und 7,5 Zoll. Ein Blick ins Interieur macht deutlich,
Dieser Roadster ist nahezu 40 Jahre alt und sein Besitzer nutzt ihn. Stolz zeigt die Cobra die sichtbaren Narben ihres bewegten Lebens. Patina statt überrestauriertem Chrom und Lederglanz. Autos müssen rollen, Autos werden nur dann funktionieren, wenn sie rollen. Wenn sie stehen, stehen sich kaputt. Dichtungen gehen kaputt, Simmerringe werden hart, Filzdichtungen aus den alten Autos verhärten, Öl läuft überall raus. Sie müssen bewegt werden, ganz wichtig. 1962 entstehen unter der Ägide des texanischen Rennfahrers Carroll Shelby die ersten Cobras mit 4,3 Liter großem Ford V8 und 260 PS. Fersens Exemplar, eines der seltenen rechtsgelenkten 289er mit 4,7 Liter Hubraum, gilt als die klassische Cobra. Spätere Modelle haben 7 Liter Big Blocks mit bis zu 425 PS. Auch Rolf Fersen schaut von Zeit zu Zeit unter die Haube seiner Klassiker. In 40 Jahren Oldtimer-Liebhaberei eignet er sich genügend Kenntnisse an, um viele Wartungs- und Reparaturarbeiten in seiner kleinen Werkstatt selbst zu erledigen. Siegerkränze und Fotos künden von den Erfolgen des Hobbyrennfahrers. Seit Jahren steht Rolf Fersen weltweit in den Startreihen von Oldtimer-Rennen und in der Regel weit vorne. Wie hier bei Amateuraufnahmen vom Oldtimer Grand Prix 1986 zu sehen. Mit die schönsten Läufe waren die alten Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring. Ganz früh auf der Betonschleife natürlich und nach dem Umbau dann auf dem Grand Prix Kurs. Und nicht zu verachten. Und ein Highlight war ganz sicher Laguna Seca in Kalifornien. Ein Kurs, den Sie im Grunde richtig lernen müssen, wo Sie also ein paar Minuten oder eine Stunde Training nicht zurechtkommen. Aber allein schon in so einem Feld zu fahren, ein großartiges Erlebnis. Um bei Rennen vorne mitzumischen, tunt Fersen die Cobra. Dank anderer Nockenwellen, modifizierter Köpfe und viel Feinarbeit leistet der Ford V8 satte 370 PS. Eine Weber Doppelvergaseranlage bringt im Renneinsatz den letzten Schuss Leistung. Trennungsabsichten gibt und gab es nie. Mit der Cobra hat Rolf Fersen sein Traumauto gesucht und gefunden. Nach 979 Exemplaren ist 1968 Schluss mit dem Original. Doch die Legende lebt weiter, wie hier die Mark VI, Produktionsort Deutschland. Eine gute Replika kostet zwischen 50 und 150.000 Euro. Dafür gibt es moderne Technik und noch mehr Leistung. Optisch gibt es kaum Unterschiede. Vergleicht man die technischen Daten der Ur-Cobra mit denen der Replika, werden die Gegensätze deutlicher. Vor allem was die Leistung betrifft, gibt es bei den Repliken kaum Grenzen. Das Gleiche gilt für die Original-Cobra, wenn es um den Preis geht. Wir haben hier die 6. Auflage der ursprünglichen Cobra, die 1965 in ca. 300 Stücken von Carroll Shelby gebaut wurde. Nachdem die Produktion relativ schnell vorbei war, haben sich natürlich Leute einen Kopf drüber gemacht, wie kann man dieses Auto in seinem Prinzip, in seinem Konzept lassen, aber eben verbessern. Beispielsweise eine verbesserte, verstärkte Bremsanlage im Vergleich zum Original. Das ist in der Zwischenzeit moderner geworden. Die Technologie für die Stoßdämpfer ist eine viel aufwendigere und viel effizientere, als es früher eben war. Wir haben auch viel weiter den Motor nach hinten gerückt. Also es handelt sich eigentlich eher um einen Front-Mittelmotor. Ansonsten sind alle charakteristischen Merkmale erhalten geblieben. Die Stoßstangenhörner, dieses Maul, dieses typische Haifischmaul. Wir haben hier Kiemen für Abluft. Der Großteil der Warmluft von dem Riesenmotor da vorne wird hier abtransportiert. Also wie bei der ursprünglichen Cobra 427 haben wir hier diesen Le Mans-Tankdeckel, allerdings eben abgeändert bzw. den heutigen Bedürfnissen angepasst, innen drin für die modernen Zapfanlagen auch passend gemacht.
Der Heckdeckel in seinen Dimensionen ist exakt so, wie es eben beim Original damals war, allerdings mit außenliegenden Scharnieren, damit mehr Gepäck reinpasst. Die Scharniere früher hatten innen drin zu viel Platz weggenommen. Wir haben die dezentere Auspuffanlage, das heißt also Unterfluranlage. Die Sportversionen hatten sie in aller Regel per Sidepipes links und rechts am Fahrzeug montiert. Das ist auf kurz spektakulär, aber auf Dauer ermüdend, was die Lautstärke angeht. Hier haben wir den sehr typischen Cobra Überrollbügel, also oftmals nur fahrerseitig gewählt. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. In aller Regel ist es eben ein Fahrerauto. Von seiner Funktion her bringt er natürlich nur dann was, wenn man sich sehr gewissenhaft anschnallt und mit Hosenträgergurten und betet noch dazu. Ja, das wäre ganz sinnvoll. Hier kommen wir zum Motor, dem Kernstück der Cobra. Hier relativ gut verkleidet. 7 Liter Hubraum, 8 Zylinder, also der Königsweg, durch kleine Veränderungen ca. 540 PS. Man sieht es, wenn man genau schaut, an der Auspuffanlage. Und wenn man da hinten reinschaut, sieht man einen Teil des ganz wesentlichen Unterschiedes zwischen der Ur-Cobra und der jetzigen, also dieser. Diese hier hat einen Gitterrohrrahmen, die ursprüngliche hat einen Kastenrahmen. Das ist also meine AC Cobra 427er MK6. Und nachdem ich jetzt schon seit 25 Jahren mit einer Cobra oder mit verschiedenen Cobras fuhr und die für mich am fahrbarsten erscheint, werde ich mit der wohl sehr alt werden oder vielleicht sogar mit ins Grab nehmen. Mein Lieblingsauto. Cobra fahren ist etwas ganz Besonderes. Für die meisten Fans ist eine Replika aber wohl die einzige Möglichkeit, in den Genuss dieses Muscle Cars zu kommen. Von kräftigen 8 Zylindern unter der Cobra-Motorhaube zu 6 Zylindern unter der Haube eines MG. Keines normalen MG, sondern eines mittlerweile extrem seltenen, den MGC GT Sebring. Kleiner als die Cobra, aber ebenso ein bissiger Sportler mit Rennwagenqualitäten. Sein Eigentümer ist der 46-jährige Pascal Kapp. Der Inhaber einer Eventagentur liebt es, seinen Sebring über die Landstraßen zu bewegen. Der Sound, die Ästhetik und das Fahrgefühl eines Klassikers geben Pascal alles, was er bei einem modernen Fahrzeug vermisst. Wenn man seinen Weber mal beim Ansaugschnurcheln hört und wenn das Ding voll aufmacht, so wie bei ihm hier, dann gibt mir das mehr als irgendeine lustige Einspritzanlage in einem modernen Auto. Pascal Kapp lässt sich seinen MG vor 6 Jahren in England bei einem Spezialisten aufbauen. Danach verbessert er das Auto weiter in Eigenarbeit. Der Sportwagen dankt es ihm mit einer für britische Autos eher unüblichen Zuverlässigkeit. Ja, und seitdem läuft er so 17.000, 18.000 Rallye-Kilometer schon problemlos. Und meine Rallye-Kilometer, die wir auch durchaus sportlich mal fahren, so Wien Triest oder zigmal Bavaria Historik mit jetzt mal so 150, 180 Lichtschrankenprüfungen. Also C-Fahren ist einfach richtig Laune. MG, das ist der Markenname. Das C steht hier für einen 6-Zylindermotor. GT bedeutet die geschlossene Coupé-Variante. Und der Sebring ist die heiße Rennversion mit breiten Kotflügeln und rund 200 PS. Benannt nach einer Rennstrecke in Florida. Also diese Sebring-Modelle hat MG Motorsports mit dieser relativ kleinen Motorabteilung bei MG damals oder Sportsabteilung gebaut für das Sebring-Rennen. Soweit mir bekannt ist, hat keins der Originalfahrzeuge überlebt. Sie haben einen Alumotor seinerzeit gebaut, wo es meines Wissens auch keinen mehr gibt. Also wir haben da relativ gute Können, nichts mehr da. Dann die breiten Backen. Der Motor wurde natürlich mit Webern bestückt und man hat ein Verstellbares unter anderem eingebaut und damit war das Ding mehr als gut motorisiert. Unter der Haube findet ein riesiges Trumm von Motor Platz. Ein 3 Liter großer Gussklotz mit 6 Zylindern.
Serienmäßig 145 PS stark, leistet das modifizierte Aggregat im Sebring rund 200 PS. Pascal Cups Exemplar ist von vorne bis hinten für den Rallye-Betrieb ausgelegt. Für den richtigen Halt sorgen Schalensitze und Renngurte. Cup ist nicht nur aktiver Teilnehmer zahlreicher Oldtimer-Rallyes. Seit vielen Jahren veranstaltet er auch selbst Fahrveranstaltungen. Ich mache seit 97 mit meinem Team, mit Pascal Cup Rally Team. Und wenn nicht alle Leute, also jetzt mein Team, die Teams, die mitfahren und die Zuschauer uns dermaßen viel positive Resonanz geben würden, dann hätten wir es bestimmt schon aufgehört. Wir machen es in erster Linie, weil wir wirklich Spaß dran haben, weil es einfach was Schönes ist und auch ein bisschen was Einmaliges jetzt mal. Eine geeignete Strecke muss verschiedene Kriterien erfüllen, vor allem aber Fahrspaß bieten. Den hat Pascal. Besonders, wenn er mit seinem MGC GT Sebring auf der Jagd ist, nach der schönsten Route für seine nächste Oldtimer-Rallye. Der MGC GT Sebring ist ohne Zweifel ein berühmter englischer Sportwagen. Aber wohl nur für Oldtimer-Fans, die sich auskennen. Ein anderer Renner aus dem Herzen Englands schafft es dagegen bis in die Kinos und wird so in der ganzen Welt berühmt. Der Aston Martin DB5. Grund? James Bond darf ihn fahren. Und genau dieser DB5 aus dem Film Goldfinger restauriert ein Aston Martin-Spezialist aus der Schweiz, inklusive aller Spezialwaffen. Aston Martin DB5. Der Traum Gran Turismo der 60er Jahre. Und das Bond-Mobil schlechthin. Mittlerweile blickt das englische Sportcoupé auf 6 Filmeinsätze zurück. Auch im 007-Abenteuer Skyfall dreht Bond-Darsteller Daniel Craig eine Runde im DB5. Aston Martin stellt den DB5 1963 vor und baut ihn bis 1965. Das Kürzel DB steht für David Brown, den langjährigen Eigner von Aston Martin. Heute ist nicht James Bond in geheimer Mission unterwegs, sondern Beat Roos. Seit 30 Jahren ist er der Spezialagent, wenn es um das Restaurieren von Aston Martin-Fahrzeugen geht. Die Mitarbeiter von Roos Engineering in der Schweiz bringen die Aston Martins wieder auf Vordermann. Egal ob Service, Reparatur oder komplette Restauration. Und egal ob Klassiker oder aktuelle Modelle. Ihr neuester Auftrag, der Original DB5 aus dem Bond-Movie Goldfinger. Jedes Kind kennt dieses Auto und für uns war das natürlich eine positive Überraschung, dass wir jetzt das Auto hier in Händen halten und vor allem, dass wir die Ehre haben, dieses bekannte Filmauto wieder so herzurichten, dass vielleicht der nächste James Bond sagt, ich möchte dieses Auto. Im Auftrag eines Kunden ersteigert Roos das Filmauto für mehr als $2 Millionen. Das Projekt? Ein kompletter Neuaufbau. Keine leichte Mission, denn der Goldfinger DB5 leidet von Anfang an buchstäblich schwer unter seiner Agentenausstattung. Die Karosse ist weich geworden und hat Risse bekommen. Das Filmauto wurde gebaut in eigentlich Rekordzeit. Es wurden Sachen eingebaut, gewichtsmäßig, die natürlich dem Chassis nicht Genüge taten. Und um das Fahrzeug sicherheitsrelevant auf die Straße zu bringen, braucht es natürlich die entsprechenden Verstärkungen. Neben den Verstärkungen soll Roos auch das aus den Filmen bekannte Bond-Ausstattungspaket von Q in diesem Auto verbauen. Zum Beispiel ein Radargerät für die Verfolgungsjagd, Wechselnummernschild oder eine Nebelmaschine im Heck. Benzingetränkte Laben oder was auch immer, das hat man hier brennen lassen. Man hat dann Öl eingespritzt und zusätzlich
Pressluft eingegeben. Und durch dieses Luft-Öl-Gemisch hatten wir natürlich dann im hinteren Bereich des Autos diese Vernebelung, also Ölrauch, wie wir heute sagen. Man sieht ja die Spuren der Ölkohle hier noch. Wäre heute nicht mehr CO2-kompatibel. Da hat Mr. Q das ganz kurz mal da eingeschraubt und fertig war das böse Teil. Der DB5 ist heutzutage ein seltener Anblick. Insgesamt verlassen nur knapp über 1000 DB5 Coupés und Cabrios das Werk im englischen Newport Pagnell. Der Sechszylinder leistet 285 PS aus 4 Liter Hubraum. Wer einen gut erhaltenen DB5 kaufen will, muss mit einem Preis von rund 260.000 € rechnen. Etwa 2 Jahre brauchen der Schweizer Beat Roos und seine Mannschaft, bis der Goldfinger DB5 einsatzbereit ist. Bis dahin muss sich der neue Besitzer in Vorfreude üben und noch ein paar Martinis genehmigen. Selbstverständlich geschüttelt, nicht gerührt.